Bevor ein Zug bei uns im Miniatur Wunderland auf die Anlage kommt, braucht er einen Decoder, um die digitalen Fahrbefehle, die über die Schienen übertragen werden, verstehen zu können. Wenn durch größere Reparaturen Motor oder Decoder in einer Lok ausgetauscht wurde, wird diese danach neu eingemessen. Der Decoder muss also wie ein Gehirn erstmal lernen. Sein späteres Wissen bekommt er von uns. Da im Miniatur Wunderland täglich hunderte Züge ihre Runden drehen und viele Kilometer Fahrstrecke über die 12 Kilometer Gleisanlage hinter sich legen, gibt es natürlich immer wieder Ausfälle. Einige davon kommen schnellstmöglich in die Werkstatt, andere haben Probleme, die manchmal nur auf der Anlage zu lösen sind. Mike und André beschäftigen sich nach Schließung des Wunderlandes mit der Wartung und dem Einmessen der Züge. Die meisten Probleme werden nachträglich auf der Anlage nochmals provoziert und über die 200 Kameras vom Leitstand aus beobachtet. Hier ist ein Zug mehrmals fehlerhaft in sein Gleis reingefahren und hat Unfälle verursacht, weil er zu früh stehen blieb. Mike schaut genau hin. Ja, es kann sein, dass da die Länge im Gleis nicht richtig eingetragen ist, dass er zu früh anhält. Oder dass der Zug vielleicht auch mal neu eingemessen werden muss. Denn wenn er eine Weile gefahren ist und Verschleiß in der Lok ist, dann ändern sich ja natürlich die Fahrwerte ein wenig. Und dann kann es durchaus passieren, dass er eher anhält, als er eigentlich sein soll. Um den Zug technisch zu überprüfen, wird er von der Anlage genommen. Die geht jetzt in die Werkstatt. Hier angekommen dokumentiert Mike, welche Fehler aufgetreten sind. Nebenbei misst André reparierte oder neue Züge ein. Je kleiner die technischen Möglichkeiten sind, desto asynchroner laufen auch die eigentlich baugleichen Motoren. Die konstruktionsbedingten Laufeigenschaften des Motors und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des fertigen Zuges müssen also vor ihrem Einsatz genauestens bestimmt werden. Weil jede Lokomotive hat ihren eigenen Willen sozusagen und ihr eigenes Verhalten. Und deswegen programmieren wir den Decoder auf bestimmte Werte. Diese Werte, meist Erfahrungs- oder Standardwerte, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsstufen, Bremsverzögerung, Anfahrverzögerung und die Digitaladresse der Lok, werden ihr beigebracht. Über den Computer und ein Bedienelement kann André den Decoder in der Lok ansprechen. Unsere Züge haben 28 verschiedene Fahrstufen, von langsam bis schnell. Die Zuggeschwindigkeiten auf der Anlage sollen aber der Wirklichkeit nachempfunden sein. So werden die realen Geschwindigkeiten einer Lok auf unsere Fahrstufen umgerechnet und sie damit vertraut gemacht. Auf einer Teststrecke am Leitstand werden alle Fahrstufen und die jeweiligen Anfahr- und Bremsverzögerungen nacheinander eingemessen. Sie sind in einer Datenbank gespeichert. Lokomotiven verschiedener Bauarten verhalten sich auch im Betrieb unterschiedlich. Eine Dampflok zum Beispiel bremst anders als eine E-Lok. Eine Diesellok mit schwer beladenen Güterwaggons fährt anders an als ein ICE. Dem realistischen Vorbild auf der Spur versuchen wir also diese Komponenten beim Einmessen zu berücksichtigen. Die Digitaladresse jeder Lok besteht bei uns aus einer 4-stelligen Nummer, die Aufschluss darüber gibt, in welchen Abschnitten sie fährt und in welchem Schattenbahnhof sie zu Hause ist. An der dazugehörigen Gattung erkennt man, um was für einen Zug es sich handelt. Güterzüge fahren dann, wenn möglich, nicht durch die Bahnsteiggleise, ICEs halten nicht an jedem Bahnhof. Auf diese erstellte Datenbank haben alle zur Bahnsteuerung nötigen Computer Zugriff und bedienen sich der Daten für den Tagesbetrieb. Nachdem die Lok also ihr Wissen im Decoder gespeichert hat und somit fertig eingemessen ist, kommt sie wieder zurück auf den entsprechenden Anlagenteil. Und vom Leitstand können wir die dann wegschicken. Dann fährt er dann wieder seine Runden und kreist, bis er wieder kaputt ist. So ist das mit den Zügen und die Einmessen.